Hallo zusammen und willkommen zu einem Newsvideo heute zum aktuellsten Thema überhaupt, nämlich Flüchtling. Nein, natürlich nicht, zum Leistungsschutzrecht. Und zwar ist heute die Abstimmung gewesen, ob das leicht veränderte Leistungsschutzrecht, also ich spreche ja auch von der Urheberrechtsreform im Endeffekt, ob die angenommen wird. Und ja, sie wurde angenommen. Es ist jetzt also tatsächlich so, 438 Abgeordnete waren dafür und 226 dagegen. Das heißt, wir hatten eigentlich schon fast eine Zweidrittelmehrheit für dieses Leistungsschutzrecht. Und ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Das Leistungsschutzrecht besagt so ein bisschen das Ende des Internets voraus, wenn man den ganz harten Gegnern glauben möchte. Andere sehen wieder die Pressefreiheit oder die Presse endlich wieder mal zurückkommen, damit sich endlich mal auch wieder Leute auf die gedruckten Zeitungen stürzen. Und wundert mich so ein bisschen, dass Grüne da dafür sind, weil ich meine, hey, also Papier drucken und so, ne? Einfach online gehen und da lesen, nein? Okay. Auf jeden Fall, so wie es jetzt aktuell aussieht, wurde es angenommen und das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich Uploadfilter nicht vermeidbar sind. Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer genau es war, tut mir leid, wenn ich da keine Quelle habe gerade, hatte behauptet, ja, hier Uploadfilter müssen ja nicht sein, das kann man doch sicher anders machen, weil im Koalitionsvertrag von der CDU und generell von unserer Regierung halt einfach steht ja drin, keine Uploadfilter. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, Mensch, Uploadfilter sind halt leider die einzige Möglichkeit, wie man das überhaupt machen kann. Denn große Plattformen wie YouTube oder Twitter oder generell jeder, ich meine, ich habe ja auch mal ein Forum betrieben, du hast nicht die Möglichkeit als Betreiber, wenn du nicht unglaublich viel Kohle hast, einfach alles zu überprüfen, was hochgeladen wird. Es geht einfach schlichtweg nicht. Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit den Kommentaren und da kann man nicht mal Bilder oder sowas hochladen. Und deswegen müssen wahrscheinlich Uploadfilter rauskommen und werden dann auch verpflichtend sein für Plattformen. Da gibt es allerdings eine Einschränkung. Wie gesagt, das ganze Gesetz wurde leicht abgewandelt. Und man kann jetzt als Betreiber also auch dafür belangt werden, wenn die Benutzer, also wenn ich jetzt auf YouTube irgendwas hochladen würde, was urheberrechtlich schwierig ist, dann könnte YouTube dafür belangt werden. Und ich habe zum Beispiel jetzt keine Ahnung, ob ich euch diesen Artikel eigentlich zeigen darf oder nicht. Wenn ihr da mehr wisst, bitte schreibt mir das in die Kommentare, denn ich hatte wohlgemerkt, euch mehr News zu bringen und so weiter. Und das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber dann da kommen wir gleich dazu, ich darf ja höchstwahrscheinlich dann nicht mal mehr auf Twitter irgendwas machen. Wie gesagt, im zweiten Anlauf wurde es erfolgreich. Es wurde jetzt allerdings leicht angepasst und zwar sind Online-Enzyklopädien, Wikipedia, maßgeblich Bildungsplattformen wurden auch ausgenommen, Cloud-Anbieter, weil da die Daten wirklich privat sind und nicht geteilt werden, und Handelsplätze sowie auch Kleinst- und Kleinunternehmen. Das heißt, wenn ich theoretisch ein Forum eröffnen würde, dann dürfte mir dann nichts passieren, zumindest bis ich dann mal ein bisschen Umsatz damit generiere, dann plötzlich kann ich dafür belangt werden und muss eigenständig einen Upload-Filter entwickeln. Noch ein zweiter Punkt, also Online-Enzyklopädie ist relativ klar, was das ist, da kann halt jeder was editieren, Wikipedia im Endeffekt. Cloud-Anbieter dürfte auch klar sein, was da so passiert. Und Handelsplätze bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Klar, die müssen auch irgendwie so die Bilder anzeigen von den Waren, deswegen kann man da nichts machen. Aber was genau zählt jetzt als Bildungsplattform? Denn ich meine, ich mache hier Tutorials auf YouTube. Das bedeutet doch aber eigentlich auch, dass ich eine Bildungsplattform bin auf YouTube. Aber YouTube ist das Unternehmen, nicht ich bin das Unternehmen, denn ich lade ja nichts auf meine eigene Seite hoch. Also ist YouTube eine Bildungsplattform, also brauchen die keinen Uploadfilter. Versteht ihr, was ich meine? Ist das so oder ist es nicht so? Das ist wieder mal nicht klar definiert. Und da muss ich halt mal wieder sagen, sorry, aber Gesetzgeber, du hast einfach keine Ahnung vom Leben. Also, oder vom Internet, besser gesagt. Auch Streit um YouTubes Content-ID. Das System wurde von YouTube ja entwickelt, damit eben solche Urheberrechtsverstöße relativ schnell gefunden werden konnten, weil YouTube dann natürlich schon öfters irgendwie im Rechtsstreit mit irgendwem war. Und das System kennt ja auch jeder. Wenn ich was hochlade, zum Beispiel jetzt irgendwie Life is Strange Gameplay, da ist es bei mir passiert, dann hieß es ja, hier in Life is Strange wird zum Beispiel die Musik von XY verwendet, das darfst du nicht, aber keine Sorge, wir haben jetzt irgendwie noch Werbung draufgeschalten, dann kriegt derjenige eben die Werbeeinkommen, dann ist es für den okay. Also die haben da schon wirklich was entwickelt. Und dieses Content-ID-System ist verdammt geil, aber hat einfach mal 60 Millionen Euro verschlungen. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz hier hoch zu den Kleinst- und Kleinunternehmen. Dieser Definition hier.
Ich bin aktuell ein Kleinstunternehmen. Kleinstunternehmen bedeutet, dass man unter 17.500 Euro im Jahr verdient, was ich logischerweise tue. Aber Kleinunternehmen sind insgesamt, ich habe hier mal ganz kurz einen Link aufgemacht, sind insgesamt laut EU Betriebe unter 50 Mitarbeitern. Hier steht jetzt auch, Kleinstunternehmen sind unter 10 Mitarbeiter, aber das kann ich so nicht ganz so unterschreiben, weil wenn ich mehr als 17.500 Euro im Jahr verdienen würde, wäre ich auch kein Kleinstunternehmen mehr, sondern ein Kleinunternehmen. Deswegen, da ist auch noch gleichzeitig die Einkommensgrenze dabei, aber 50 Mitarbeiter sind nicht viel. Ich möchte jetzt mal ganz kurz auf eben solche Unternehmen in Anführungsstrichen zeigen, wie zum Beispiel OpenStreetMap. Ich weiß nicht, ob ihr den Protest mitbekommen habt. Jede 10. Kachel war geschwärzt. Und wer in letzter Zeit auf OpenStreetMap war, weiß, wovon ich rede. Das heißt, man hat einfach seine Karte nicht mehr vollständig gehabt. Dann zum Beispiel Seiten wie DuckDuckGo oder Seiten wie Startseite oder sowas. Halt solche anonymisierte Suchdienste, quasi Google, nur halt anonymer, die logischerweise dann auch nicht ganz so groß sind und auch nicht wirklich Gewinn machen, weil die machen das ja hauptsächlich ehrenamtlich. Problem ist, die zählen nicht mehr als Kleinst- oder Kleinunternehmen theoretisch und die fallen dann raus. Denn, sorry, aber dass DuckDuckGo einen Uploadfilter oder, keine Ahnung, irgendeine andere Plattform einen Uploadfilter von 60 Millionen Euro entwickelt, halte ich für nicht ganz realistisch und dadurch fallen die dann halt komplett aus dem ganzen Ding raus. Das heißt, was jetzt im Endeffekt die EU hier so ein bisschen gemacht hat, und das meinen auch viele Kritiker, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber das sagen viele Kritiker, ich zitiere jetzt auch nur, die behaupten, wir haben im Endeffekt, oder die EU hat Google das Monopol eröffnet. Es gibt jetzt nur noch Google als Suchmaschine und sonst nichts. Und das ist halt ein bisschen traurig, weil, also wenn es so wäre, weil es muss Alternativen zu Google geben. Sonst kann Google einfach sagen, so, ab heute gibt es unseren Dienst nicht mehr in Deutschland und wir stehen da und können quasi das Internet zu 80% nicht mehr benutzen, weil ein paar Seiten hat man, da kommt man immer drauf, die kennt man von mir aus. Aber das ist halt kompletter Bullshit, wenn ihr mich fragt, dass da irgendwie Leute gezwungen werden, Uploadfilter in Höhe von 60 Millionen zu entwickeln. Genau, das Ganze gilt logischerweise europaweit. Ich habe hier noch ein bisschen was anmarkiert. Und ja, es umfasst nicht mehr das Weiterleiten von privaten, nicht kommerziellen Mitteilungen von Presseartikeln. Das heißt, wenn ich jetzt einem Freund einen Presseartikel über, keine Ahnung, einen Messenger oder was auch immer, Facebook von mir aus, also nicht teilen, sondern einfach nur private Nachricht und ich schicke sowas, dann ist das in Ordnung. Allerdings darf ich trotzdem nicht mehr auf Twitter irgendwelche Newsartikel teilen, weil ich bin ja im Endeffekt kommerziell, ich schalte ja auf YouTube Werbung, sprich ich bin mehr oder weniger selbstständig, oder was heißt mehr oder weniger, ich bin selbstständig, sprich ich bin auch dann im Endeffekt davon betroffen, das heißt ich darf euch auf Twitter keine Newsartikel mehr verlinken. Und so geht es natürlich allen, die das nicht nur einfach so zum Spaß machen. Und ich weiß nicht genau, ab wann Spaß auf Twitter ernst wird, denn auf Twitter kann man ja keine Werbung in dem Sinne schalten. Das heißt, im Endeffekt könnte schon bedeuten, dass jeder, der auf Twitter irgendwas teilt, da schon reinfällt. Also nur PNs sind noch mehr oder weniger erlaubt. Das ist alles so ein bisschen schwammig, aber ja, fällt da leider auch drunter. Bei Suchmaschinen ist es noch ein bisschen krasser. Hier geht es darum, einzelne Worte dürfen schon nicht vorkommen. Das heißt, wenn ich jetzt nach europaweites Leistungsschutzrecht auf Google suche, oder wie auch immer der Artikel hier wirklich hieß, wenn ich genau nach dieser Überschrift auf Google suchen würde, dann dürfte mir Google einzelne Worte, Zitat Ende, nicht mehr anzeigen. Das heißt, Urheberrechtsverletzung dürfte es mir nicht mehr anzeigen, Nutzer darf es mir nicht mehr anzeigen, Plattform? Warte, Moment. Das heißt, jeder Link, der irgendwie Plattform beinhaltet, wird dann rausgeschmissen? Schwierig das Ganze. Also, ja, auch hier so ein bisschen, wie soll das umgesetzt werden? Also, die ganze Überschrift darf so oder so nicht mehr angezeigt werden. Auch die Rechte von Sportereignissen sind da schwierig. Die sind auch vorbehalten. Und das heißt, ich darf auch nicht mehr über Social Media irgendwelche tollen Fußballtore zeigen oder, keine Ahnung, das Tollste, was auch gerade im Sport passiert ist, was weiß ich. Und ja, viele beklagen sich halt, es ist so ein bisschen die Grenze zur Zensur. Und Unternehmen würden darüber entscheiden ab sofort, was wir im Internet sehen, hören und lesen. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Die beiden Artikel verlinke ich euch natürlich. Diskutiert da ruhig ganz gerne drüber und schreibt auch eurem Abgeordneten, was er denn eigentlich sich da vorstellt und wie ihr das jetzt auf eurer Webseite, falls ihr eine habt, umsetzen wollt. Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren, was die Abgeordneten da drauf sagen. Ja, in dem Sinne, macht's gut und ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao.